Kennst du das? Du liegst abends im Bett, komplett erschöpft, aber dein Kopf läuft weiterhin auf Hochtouren. Dein Körper ist müde, aber irgendwie kannst du nicht richtig abschalten. Du bist nicht allein, so geht es ganz vielen Menschen. Aber weißt du, was wirklich dahinter steckt? Das liegt oft an deinem Nervensystem. Genauer gesagt daran, dass dein Körper nicht in den Ruhemodus schalten kann. Das Gute ist, du kannst dieses System gezielt beeinflussen, oft schon in wenigen Minuten. Ich zeige dir gleich wie, aber zuerst musst du verstehen, was in deinem Körper eigentlich passiert. Ohne dieses Verständnis wirken die Übungen nur halb so gut. Eigentlich ist dein Körper dafür gemacht, abends automatisch runterzufahren. Evolutionsbedingt wechselt dein Körper ganz automatisch in einen Zustand, der für Erholung und Schlaf zuständig ist. Aber schau dir mal deinen Alltag an. Du scrollst noch durch Social Media, schaust dir Nachrichten an oder planst im Kopf schon deinen nächsten Tag. Dein Körper liegt zwar schon im Bett, aber dein System bekommt immer noch das Signal, bleib aufmerksam, bleib wach. Licht, Bildschirmzeit, mentale Belastung, all das hält dein Nervensystem aktiv. Und genau deshalb passiert dieser Wechsel in den Entspannungsmodus nicht mehr so zuverlässig. Und hier kommt der Vagusnerv ins Spiel. Denn er ist zentraler Bestandteil des Systems, das dir dabei hilft, runterzufahren und zu regenerieren. Und genau deshalb reicht es auch oft nicht aus, einfach im Bett liegen zu bleiben und darauf zu hoffen, dass du endlich müde wirst, sondern du musst deinem System gezielt das Signal geben, dass es runterfahren kann. Und wie wir das machen, zeige ich dir in dem Video. Du kannst dir dein Nervensystem wie ein Gleichgewicht vorstellen. Auf der einen Seite haben wir den Sympathikus, er steht für Aktivität, das heißt, er bringt dich auf Anspannung, Leistung, macht dich wach. Und auf der anderen Seite haben wir den Parasympathikus, der steht eher für Erholung, Ruhe, Regeneration. Beide diese Systeme arbeiten zusammen. Die Frage ist nur, welches dieser Systeme ist jetzt gerade dominanter? Und genau hier wird es spannend, denn dein Nervensystem entscheidet das nicht bewusst, sondern das passiert automatisch im Hintergrund. Dein Körper, dein System scannt ständig dein Umfeld, deine Umgebung und interpretiert, bin ich gerade sicher oder nicht. Man nennt das auch Neurozeption. Wenn dein System Sicherheit wahrnimmt, kannst du loslassen, dein Körper kann runterfahren. Wenn nicht, bleibt dein Körper weiterhin in Alarmzustand, in Bereitschaft. Du kannst dich zwar müde fühlen, aber dein System kann nicht wirklich abschalten. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Diese Entscheidung wird nicht im Kopf getroffen, sondern Informationen werden vom Körper ins Gehirn geleitet. Das heißt, je nachdem, wie du atmest, wie du dich bewegst oder auch wo du Spannung hältst, all das entscheidet darüber, ob dein Körper Alarm oder Sicherheit wählt. Und genau deshalb funktionieren körperliche Übungen so gut, weil wir nutzen den Körper, um unser Nervensystem zu beeinflussen und ihm zu sagen, es ist sicher, du kannst loslassen, du kannst jetzt in den Schlaf finden. Bevor wir zu den Übungen kommen, machen wir kurz 2 Selbsttests, wo du schauen kannst, wo steht mein Nervensystem gerade. Der eine Test geht über die Atmung. Du kannst direkt gerne einmal mitmachen, schließ gerne mal deine Augen, kannst eine Hand auf deine Brust und eine auf deinen Bauch legen. Und ohne mal den Atem wirklich beeinflussen zu wollen, schau mal, wo dein Atem gerade ist. Nimm mal wahr, ob du eher flach atmest, eher in den Bauch oder eher in die Brust. Und nimm auch mal die Geschwindigkeit von deinem Atem wahr. Sind deine Atemzüge eher kurz und flach? Oder sind sie eher tief und lang in deinem Bauch, ohne es bewusst zu beeinflussen? Ja, und dann komm zurück. Du wirst feststellen, wenn du eher in einem Aktivitätszustand bist, des Sympathikus, dann wirst du eher flach atmen. Meistens eher hier oben in der Brust, weniger im Bauch. Du wirst nicht so tiefe Atemzüge nehmen und ja, wenn du zum Beispiel dich mitten im Büroalltag in einer stressigen Situation erwischst, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass deine Atmung eher flach ist, hier oben, und so kannst du immer zwischendrin einen Check-in machen. Wenn du hingegen entspannt bist, in Ruhe, in einer sicheren Umgebung, dann wandert die Atmung eher nach unten in den Bauchraum, die wird tiefer, die Ausatmung wird länger. So kannst du über den Tag verteilt auch immer mal wieder so ein Check-in machen und schauen, wo bin ich gerade und ja, wie kann ich mich auch wieder zurückbringen in einen Zustand der Entspannung. Der zweite Selbsttest betrifft deinen Blick. Das heißt, schau einfach mal in deine Umgebung oder in den Raum, je nachdem, wo du bist, und nimm mal wahr, ob du gerade eher einen fokussierten, engen Blick hast oder einen Blick, wo du auch links und rechts von dir in der Peripherie wahrnehmen kannst, was sich gerade abspielt. Auch da hat sich gezeigt, wenn wir eher in einem Zustand des Sympathikus sind, dann haben wir eher einen fokussierten, starren Blick. Wir fokussieren wirklich einen Punkt, während wenn wir in einem Zustand der Entspannung, der Erholung sind, dann wird unser Blick weiter. Wir können auch besser wahrnehmen, was rechts und links
von uns passiert. Du kannst diese 2 Tests immer machen, um zu schauen, wo stehe ich gerade. Wenn du weißt, wo du gerade bist, dann ist es super gut, weil dann kannst du auch gezielt mit den Übungen, die wir gleich machen, dein Nervensystem beeinflussen und dich runterfahren lassen, sodass du hoffentlich abends besser in den Schlaf finden kannst. Und übrigens, wenn du deinen Körper besser verstehen und dich auch langfristig ausgeglichen fühlen möchtest, dann abonniere super gerne den Kanal, wo wir regelmäßig Videos zu diesen Themen veröffentlichen. Die erste Übung ist super einfach. Wir nutzen das verlängerte Ausatmen. Damit können wir nämlich direkt unser autonomes Nervensystem beeinflussen, also den parasympathischen Teil, der uns runterreguliert. Es ist super einfach, du kannst direkt mitmachen, schließ gerne deine Augen. Nimm mal deinen Atem wahr und dann atme mal für ca. 4 Sekunden ein und entspannt für 6 bis 8 Sekunden aus. Schön langsam ein und langsam aus für 8 Sekunden. Ein und aus. Letztes Mal ein und langsam aus. Es ist nicht wichtig, ob du jetzt 4 Sekunden einatmest und 8 Sekunden aus oder 3 Sekunden und 6 Sekunden aus. Es geht einfach darum, die Ausatmung immer tendenziell länger werden zu lassen. Am besten du wählst einen Rhythmus, wo du dich gut entspannen kannst. Wie lange mache ich das? Schon nach wenigen Atemzügen wirst du dich gezielt entspannter fühlen. Du kannst das Ganze für 2 Minuten machen, dann hast du wirklich eine einfache Möglichkeit, dich wirklich schnell runterzufahren, oder abends im Bett wirst du merken, wenn du das 2 bis 5 Minuten machst, dass das Gedankenkarussell langsam anfängt loszulassen, damit du einfacher auch in den Schlaf finden kannst. Probier es aus, es ist wirklich eine der effektivsten und best erforschtesten Methoden auch, um dich einfach schnell runterzufahren. Schnell runterfahren ist ein gutes Stichwort, denn das machen wir mit unserer zweiten Übung, das sogenannte physiologische Seufzen. Auch hier nutzen wir den Atem wieder, um unser autonomes Nervensystem zu beeinflussen. Und das Prinzip ist einfach, wir machen einen doppelten tiefen Einatemzug, sieht dann so aus, gefolgt von einem langen Ausatemzug über den Mund. Mach gerne einmal mit, einatmen. Noch mehr und langsam aus. Ein letztes Mal zusammen. Ein und aus. Schön langsam. Auch das wieder eine Atemtechnik, die sehr gut erforscht ist und eine der potentesten, wenn du dich in wenigen Momenten, in wenigen Atemzügen schnell wieder in einen Zustand der Entspannung bringen möchtest. Kannst du auch super gut während des Tages machen oder zwischen Meetings, um dich einfach ausgeglichener zu fühlen über den ganzen Tag hinweg. Für die dritte Übung gehen wir über den Körper. Warum funktioniert es? Weil wir über sanfte Dehnübungen in Rückenlage auch wieder Körperwahrnehmung aufbauen können. Und genau diese Introzeption, also das nach innen schauen, hilft es uns wiederum schneller und einfacher runterzufahren. Und so funktioniert es. Leg dich auf den Rücken, zieh beide Knie zur Brust und lass sie langsam zur Seite sinken. Dein Oberkörper bleibt möglichst ruhig, die Arme kannst du seitlich ausstrecken. Atme dabei weiter ruhig und verlängere deine Ausatmung. Wichtig ist dabei, beweg dich langsam, ohne Spannung. Es geht nicht um Dehnung, sondern um Wahrnehmung. Bleib für 1 bis 2 Minuten pro Seite in dieser Bewegung und achte darauf, wie dein Körper mit der Zeit immer etwas mehr loslässt. Diese Übung kannst du auch super einfach im Bett vor dem Einschlafen machen. Zum Schluss noch ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Dein Nervensystem reagiert nicht nur darauf, was du tust, sondern auch auf das, was dich umgibt. Helles Licht, viele Reize, all das beeinflusst dein Nervensystem. Es signalisiert deinem Körper, bleib wach. Und wenn du runterfahren willst, wenn du den Schlaf finden möchtest, dann musst du genau das Gegenteil machen. Du solltest Reize und Licht reduzieren, lieber was lesen als Fernseher schauen. Wenn du Fernseher schaust, lieber eine langweilige Doku, alten Actionfilm. Du weißt intuitiv wahrscheinlich schon, was dir dabei hilft, runterzufahren und wie du deine Umgebung gestalten solltest, damit du in einen Entspannungszustand
finden kannst. Und wenn du das Ganze noch ein bisschen strukturierter angehen möchtest, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, dann kann ich dir unsere Stressless Challenge ans Herz legen. Ich verlinke dir einmal unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dich kostenlos anmelden und dann kriegst du über 14 Tage jeden Tag eine Übung in dein Postfach, die dir dabei hilft, Stress loszulassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Ich sehe dich beim nächsten Video.